Hallo zusammen, mein Name ist Dennis. Ich bin Fahrlehrer bei City Drive in Wuppertal und unterrichte dort die Fahrerlaubnisklassen B und BE. Nachdem mich einige meiner Fahrschüler gefragt haben, welche Prüfungsfragen im technischen Bereich ein Prüfer vor Antritt einer Prüfung oder kurz bevor eine Prüfung endet stellen könnte, dachte ich mir, dass ich ein kurzes Video für euch vorbereite und dass ich mit diesem Video nicht nur meine Fahrschüler, sondern all diejenigen, die sich auf eine fahrpraktische Prüfung vorbereiten wollen, unterstützen kann. Ich würde sagen, wir starten jetzt im Inneren des Fahrzeugs und sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir jetzt auch wieder im Inneren des Fahrzeugs. Eine Information vorweg, das hier ist ein Volkswagen Golf 8 GTI Hybrid und ich würde euch allen empfehlen, bitte setzt euch mit eurem Prüfungsfahrzeug auseinander, sodass ihr auch wisst, welches Bedienelement wo sitzt und dass ihr nicht in eine Stresssituation in einer Prüfung kommt. Eine potenzielle Frage vom Prüfer könnte lauten, wo sitzt das Warnblinklicht, beziehungsweise wie aktiviert man das Warnblinklicht? Das Warnblinklicht sitzt hier auf der Mitte, das rotes Dreieck. Aktivieren tun wir das Ganze, indem wir einmal drauf drücken. Dann sehen wir auch im Display, dass beide Blinker gleichzeitig aufleuchten. Deaktivieren wir mal das Ganze. Der Prüfer könnte euch fragen, wann aktivieren wir das Warnblinklicht? Dann solltet ihr ihm antworten, wenn wir auf ein Stauende zufahren, wenn wir abgeschleppt werden, wenn wir auf eine Gefahr hinweisen wollen oder wenn wir eine Panne haben. Vielleicht bittet der Prüfer euch auch, das Fernlicht zu aktivieren. Das Fernlicht sitzt auf dem Blinkerschalter hier auf der linken Seite und wird aktiviert, indem wir diesen Schalter einmal nach vorne drücken. Falls der Prüfer euch fragt, woher wissen wir, dass das Fernlicht aktiv ist, sagt ihr ihm, ich sehe es an der blauen Kontrollleuchte im Display. Deaktivieren tun wir das Ganze, indem wir diesen Schalter einmal wieder zurückziehen. Der Prüfer könnte euch auch sagen, bitte aktivieren Sie den Scheibenwischer. Der Scheibenwischer sitzt hier auf der rechten Seite und das sehen wir auch daran an der Scheibe und dem Wischarm. Wenn wir diesen Schalter jetzt, je nachdem wie stark es regnet, stufenweise nach oben stellen, läuft der Scheibenwischer immer schneller. Stufe 1 Intervallschaltung, Stufe 2 dauerhaft und langsam, Stufe 3 dauerhaft und schnell. Wenn wir den Scheibenwischer nur ein einziges Mal aktivieren wollen, dann drücken wir den auch ein einziges Mal runter. Dann sehen wir auch, der wird einmal aktiv und hört danach wieder auf. Falls der Prüfer euch sagt, eure Scheiben sind zum Beispiel dreckig, wir wollen, dass Sie die Scheiben reinigen, wie aktivieren wir das Scheibenwischwasser? Das Scheibenwischwasser wird an dem gleichen Schalter aktiviert, indem wir diesen Schalter zu euch hinzieht, draufhält und dann sehen wir auch, dass die Scheiben entsprechend mit Wischwasser gereinigt werden. Falls der Prüfer euch sagt, bitte zeigen Sie mir die Hupe, beziehungsweise wo sitzt die Hupe, solltet ihr ihm sagen, die Hupe sitzt hier auf der Mitte. Das sehen wir auch links und rechts an den Symbolen. Aktivieren tun wir das Ganze, indem wir einmal draufdrücken. Und damit sollte auch die Frage positiv beantwortet worden sein. Eine weitere Frage von dem Prüfer könnte lauten, woher wissen wir, dass unsere Bremsen noch funktionstüchtig sind? Dann solltet ihr ihm antworten, wir würden langsam anfahren und auf die Bremse drücken. Das Bremspedal wird einen Druck nach 1/3 ungefähr aufbauen und nach 2/3 sollte es auch nicht mehr weiter durchgedrückt werden können. Falls es komplett durchgedrückt werden kann, sollte man umgehend eine Werkstatt aufsuchen. Zu guter Letzt könnte der Prüfer im Innenraum fragen, wo aktiviere ich die Nebelschussleuchte? Die Nebelschussleuchte wird hier auf der linken Seite über den Button Rear aktiviert. Drücken wir einmal drauf, leuchtet sie auf. Falls der Prüfer euch fragt, wo kann ich noch sehen, dass die Nebelschussleuchte aktiv ist, sagt ihr, ich sehe es an der gelben Kontrollleuchte im Display. Falls der Prüfer euch fragt, wann aktivieren wir denn die Nebelschussleuchte, solltet ihr ihm antworten, wenn die Sicht weniger als 50 Meter beträgt. Falls der Prüfer euch danach fragt, wie schnell dürfen wir dann fahren, solltet ihr ihm antworten, dass ihr maximal 50 km/h fahren dürft. Im hinteren Bereich des Fahrzeugs könnte der Prüfer euch auch gerne mal fragen, bitte zeigen Sie mir die Reflektoren. Die Reflektoren sitzen links und rechts vom Kennzeichen. Falls der Prüfer euch fragt, wann ist die nächste Hauptuntersuchung fällig, dann gehen wir auf die TÜV-Plakette zu und lesen die TÜV-Plakette von oben nach unten. Das heißt, August 2024 ist die nächste Hauptuntersuchung fällig.
Falls der Prüfer euch fragt, wie viele Bremslichter haben wir, dann antworten wir ihm mit 3 Bremslichter. Das ist einmal, zweimal und die dritte ist da oben. Falls der Prüfer euch fragt, wie kontrollieren wir, ob unser Bremslicht noch funktioniert, antwortet ihr ihm, wir bitten jemanden, vorne sich hinzusetzen, auf die Bremse zu drücken und wir schauen dann, dass alle 3 Bremslichter gleichzeitig angehen. Auf die Frage, was kontrollieren wir alles am Reifen, solltet ihr antworten können. Wir kontrollieren erst das Mindestprofil. Das Mindestprofil beträgt 1,6 mm. Anschließend kontrollieren wir die Reifenflanke, ob es Beschädigungen hat oder Fremdgegenstände drinstecken. Danach kontrollieren wir, ob es ein Sommer- oder ein Winterreifen ist. In diesem Fall haben wir einen Allwetterreifen. Als letztes kontrollieren wir den Luftdruck. Wenn der Prüfer euch fragt, woher wissen wir, welcher Luftdruck der richtige ist, antworten wir ihm entweder, wir schauen bei der Fahrertür an der Seite auf die Information, welcher Luftdruck der richtige ist, oder wir schauen in das Betriebshandbuch. Der Prüfer könnte euch auch bitten, die Motorhaube zu öffnen. Dafür müssen wir zur Fahrertür hin. Öffnen diese. Hier unten ist ein Hebel, auf dem auch die Motorhaube abgebildet ist. Den ziehen wir, schließen die Tür. Dann sehen wir auch, dass die Motorhaube zu einem Spalt geöffnet ist. Hier drin sitzt ein Hebel, den drücken wir nach links und dann können wir auch die Motorhaube öffnen. Nachdem der Prüfer euch die Motorhaube selbst öffnen lassen hat, könnte er euch die Frage stellen, wo fülle ich das Scheibenwischwasser nach? Das Scheibenwischwasser fülle ich hier auf der rechten Seite nach. Das sehen wir am blauen Deckel, an der Scheibe und im Spritzwasser. Die nächste Frage könnte lauten, woher weiß ich, wie viel Öl ich im Auto habe? Dann solltet ihr im besten Fall antworten, anhand des Ölstabs kann ich herausfinden, wie viel Öl im Auto ist. Wir ziehen den raus, wir reinigen den, wir tun den wieder rein und ziehen den nochmals raus. Und falls zu wenig Öl vorhanden ist, füllen wir den hier nach. Wichtig ist hierbei zu sagen, dass das Fahrzeug mindestens 10 bis 15 Minuten auf einer waagerechten Ebene stehen sollte, sodass das Öl, was während der Fahrt aufgeschleudert worden ist, wieder abfließen kann. Gerne könnte der Prüfer auch mal fragen, wo füllen wir das Kühlwasser nach? Das Kühlwasser füllen wir hier auf der linken Seite nach. Das sehen wir auch am Symbol am Dreieck und an dem Thermometer. Auf die Frage, wo Bremsflüssigkeit nachgefüllt wird, solltet ihr dem Prüfer diesen Behälter hier zeigen. Das Ganze sehen wir auch daran, dass es so ein Rad ist mit Bremsklötzen links und rechts. Wenn er euch fragt, wofür dieser Behälter ist, antwortet ihr ihm, dieser Behälter ist nichts für euch. Das seht ihr daran, dass hier eine Plombe vorhanden ist, dass hier eine Hand, die durchgestrichen vorhanden ist und dass ein Mechaniker hier vorhanden ist. Dieser Behälter wird von euch nicht geöffnet und darf auch nicht geöffnet werden. Am Ende einer Prüfung möchte der Prüfer noch, dass ihr das Fahrzeug gegen Wegrollen absichert und gegen Diebstahl schützt. Wie machen wir das Ganze? Als erstes versetzen wir den Wagen in den Parkmodus. Der ist aktuell noch im Drive-Modus, aber sobald wir das P drücken, sehen wir auch, dass kein Gang mehr eingelegt ist. Als nächstes ziehen wir die Handbremse an. Wir sehen, die Kontrollleuchter leuchtet auf und danach können wir den Wagen ausschalten. Das Lenkradschloss wird aktiviert, sobald wir die Fahrertür mit der rechten Hand öffnen. Bitte achtet darauf, dass wenn ihr die Fahrertür öffnet, einen kleinen Schulterblick macht. Ich hoffe natürlich sehr, dass dieses Video euch bei euren Prüfungsvorbereitungen unterstützen kann und vielleicht sehe ich den einen oder anderen in meiner Fahrstunde wieder. Des Weiteren wünsche ich euch dann alles Gute und viel Erfolg.